Tag bei einer weiteren Episode vom SwissMadeMarketing Podcast. Jetzt haben wir in den letzten paar Episoden detailliert das MVP-Prinzip behandelt, also das minimal überlebensfähige Produkt. Und dann sind wir dazu gestoßen, wenn wir das mal haben, die Nische definiert und alles, wie man dann effektiv Werbung schalten kann oder was man dazu braucht. Und das ist dann eine Landingpage. Und da hat uns Sam ja versprochen, dass er uns diese Landingpage oder das, was wir hier auf der Folie sehen, mal erklärt und visualisiert, wie man das effektiv in der Praxis umsetzen wird. Sehr, sehr gerne. Vielleicht mal ganz grundsätzlich der Unterschied zwischen einer Landingpage und einer gewöhnlichen Website. Also bestimmt wissen das schon fast alle, aber für den Fall, dass die Teilnehmer das noch nicht wissen, ganz einfach gesagt, eine Website kann man vergleichen mit einer Broschüre. Das überreiche ich dir. Das hat jetzt nicht so primär in aller Regel die Absicht, dir schon was zu verkaufen oder dich auf eine ganz bestimmte Aktion zu führen, sondern es ist ganz allgemein vielleicht eben über die Firma oder über das Produkt. Ich kann mich einfach mal informieren. So. Eine Landingpage hingegen hat natürlich mehr so diesen Charakter eines Verkäufers. Also ich habe jemand oder ein System, das mich gezielt durch einen Prozess oder eine Reise begleitet, mit einer ganz genauen Absicht. Kann man überspitzt fast eine Landingpage mit einem Flyer vergleichen? Ja, eigentlich schon. Ja, guter Vergleich, wirklich. Ja. Und dann habe ich die Webseite, wo wie eine Broschüre ist, die ist so allgemein und da ist so viel Inhalt. Aber genau. Ja, jetzt nicht nur das Spezifische und der Flyer ist ja oftmals, hey, heute, hier, dort und so. Okay. Es geht um genau dieses Event oder, ist eigentlich ein super Vergleich. Und wir hatten ja im letzten Video die Nischenformel angeschaut zum Thema Müttern, die ihr Wunschgewicht mit einem Gericht erreichen wollen. Nein, genau, wir hatten ja das so formuliert und kann man sehr gerne in der letzten Episode anschauen, was wir für eine genaue Formulierung vorgeschlagen haben. Aber jetzt geht es darum, okay, wie würde man das jetzt in einem MVP oder MLP, minimales lösungsfähiges Produkt umsetzen. Wir brauchen eine Landingpage, womit wir mit Traffic zum Beispiel aus einer Werbequelle, also wo wir eine Werbung schalten können, die diese Menschen sehen, das so verlinken, dass es auf eine Landingpage verlinkt, wo diese Menschen auch eine Aktion ausführen müssen. So. Genau. Und da gibt es natürlich sehr viele Themen, die wir jetzt ansprechen müssten. Es kommt natürlich schon auch auf die Psychologie darauf an. Zusammengefasst gibt es ja das altbewährte AIDA-Marketingmodell, also wo man halt schrittweise die Menschen von der Aufmerksamkeit über das Interesse, Drang zur Aktion führt. Man kann halt nicht mit der Haustüre gleich reinkommen. Ja, so. Und vielleicht an dieser Stelle genau dafür, weil es halt viele Themen gibt auf diesem Weg, die man aufarbeiten muss, um letztendlich zu dieser einfachen Lösung zu gelangen. Also es ist tatsächlich einen Weg, den man gehen muss, um aus kompliziert einfach zu machen. Aus diesem Grund haben wir das Consulting-Programm ins Leben gerufen, wo wir eigentlich die Kunden schrittweise durch diesen Prozess durchführen. Das ist nur so am Rande erwähnt. Und ein Teil davon ist natürlich das Aufbauen dieser Landingpage. Auf was alles für Faktoren kommt es darauf an? Zum Beispiel im zweiten Modul. Da bauen wir innerhalb von einer Woche schon eine erste Version von diesem gesamten Ablauf miteinander auf. Klingt spannend. Und im heutigen Video möchte ich aber nur mal einen Einblick geben, was bedeutet es jetzt eben so eine Landingpage aufzubauen. Das ist das eine. Aber das andere ist, es gibt natürlich auch das Bedürfnis dann vielleicht, dass man einen sogenannten Mitgliederbereich aufbauen möchte. Kannst du dir darunter was vorstellen? Ja, ich stelle mir jetzt mal vor, dort ist ein Bereich, wo einfach nicht alle Zugriff dazu haben. Ja, genau. Und das klingt, wenn man das noch nie gemacht hat, wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert. Ja. Aber wir haben eine Lösung, wo das sehr einfach umzusetzen ist. Ja, dann bin ich gespannt. So. Was wir im Rahmen vom Consulting-Programm anbieten, ist Zugriff auf alle Tools, die man eben braucht, um diese Themen umzusetzen.
Wir sind von Haus aus, ja, SwissMadeMarketing, eine Softwarefirma. Wir haben diese Tools entwickelt und von daher natürlich eine geniale Ausgangslage. Wir haben die Lösungen. Wir mussten auch einen neuen Weg finden, wie wir mehr Menschen erklären können, wie sie diese Tools eben einsetzen. Deshalb das Consulting-Programm. Aber eine Lösung, die wir bieten, sind die sogenannten Landing Pages. Man hat hier ganz viele Vorlagen, die man auswählen kann. Die wurden von Top-Grafikern designt, die schon ein Augenmerk darauf gesetzt haben, dass diese eben auch wirklich funktionieren für diesen Zweck. Mhm. Und man kann praktisch per Klick diese Seiten duplizieren. So, also mit Inhalt, also diese Seiten kommen schon mit ganz konkreten Anweisungen, was man schreiben muss, wo ein Video platziert werden müsste. Es hat verschiedene, in dem Sinne Vorschläge, wie man die Seite am besten umsetzt. Und wir schauen uns jetzt mal ganz konkret an, okay, ich hätte jetzt so eine Seite erstellt. Wie kann ich diese bearbeiten? Da hat man hier auf der linken Seite die Möglichkeit, so viele Landingpages wie ich möchte, kann ich verwalten. Ich kann die sogar in Ordner gruppieren. Das heißt, wenn ich nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für bekannte Kunden, wie auch immer, Landingpages erstelle, kann ich mir eine schlaue Übersicht gestalten. Und das Tolle ist auch, jede Landingpage hat natürlich ein eigenes Login, aber ich muss mir nicht für jede Landingpage das Login abspeichern, sondern ich kann mit einem weiteren Klick mich direkt in die Landingpage einloggen und da öffnet sich im übertragenen Sinn wie ein Word. Wo alles hinterlegt ist. Wo alles hinterlegt ist, wo ich diese Landingpage bearbeiten kann. Und die meisten Landingpages haben schon einen Vorschlag an Unterseiten, also es sind dann eine Serie von Landingpages, die zusammen funktionieren, so, die hier schon in der Vorlage vorhanden sind. Also man hätte eine Landingpage, wo man eben zum Beispiel ein Video hat mit der Anmeldung für die, wo wir die E-Mail-Adresse abfragen, aber dann braucht es ja noch eine Danke-Seite. Und die wäre auch schon vorbereitet? Die ist auch schon vorbereitet. Ah, das ist genial. Das heißt, aber ich kann jede Vorlage einfach mal duplizieren und dann aber schon anpassen mit meinem Inhalt, Bilder, Text, Farbe, wie ich das möchte. Selbstverständlich. Aber das heißt eigentlich, die Funktion von diesem Button, wo ja für mich dann wieder technisch wie funktioniert, dass das dann eine andere Seite kommt und so weiter, die ist schon gegeben. Ja, das ist eigentlich wie, man kann sich vorstellen, ist wie also es sind wie verknüpfte Vorlagen, die einfach so ab der Stange funktionieren, alles vorkonfiguriert und ich muss nur noch die Details abändern, die jetzt ich geändert haben möchte. Ja. So. Hier habe ich bewusst auch ein mehrsprachiges Beispiel gewählt, einfach nur um zu zeigen, falls man jetzt auch mehrsprachig unterwegs sein möchte, ist das möglich. Selbstverständlich für dieses Beispiel wechseln wir jetzt auf Deutsch und man kann die Landingpage auch nur auf Deutsch haben. Und wir haben hier jetzt einen Vorschlag für eine solche Landingpage, die auch für das Beispiel, das wir im letzten Video behandelt haben, leicht oder einfach angepasst werden könnte. Hier haben wir jetzt eine Vorlage für ein Fitnesscenter. So, wo wir Menschen über eine Werbung ansprechen würden und haben aber auch ein ganz gezieltes Vorhaben. Wir haben auch hierfür eine Nischenformel im Vorfeld definiert, so dass eigentlich diese Seite dann so optimiert wird, vor allem mit dem Text, dass es eben genau diese Nische anspricht. Und man sieht hier eben, also dieses Fitnessstudio hat natürlich schon vom Branding her vieles richtig gemacht. Dieses Studio nennt sich Fantastic Lady Fitness, hat natürlich das Logo und letztendlich gibt es sind es vor allem 3 Punkte, die zu beachten sind. Erstens natürlich das Branding, zweitens das Video, sehr wichtig, dass man ein gutes Einstiegsvideo hat und drittens den Text und den Call to Action, also wie klar ist und wie geht es weiter. Braucht es zwingend ein Video? Würde da nicht ein Bild auch ausreichen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und in allem, was man im Marketing tut, sollte man sich eigentlich nie auf ein Bauchgefühl verlassen. Das heißt,
nur die effektiven Fakten zählen dann. Also um diese Frage zu beantworten, müsste man einen Test fahren, wo man beide Varianten testet. Aber halt ganz grundsätzlich, was wir immer wieder feststellen ist, das Persönliche übertrifft langfristig immer das Anonyme. Was meine ich damit? Wenn es mir gelingt, auf einer Website, auf einer persönlichen, emotionalen Ebene, das Gegenüber anzusprechen und das Gegenüber wirklich, das spürt, wie ich bin, wie ich ticke, was da für eine Atmosphäre ist, dann hat das langfristig einen viel größeren Wert, als wenn ich versuche, möglichst einfach anonym das Ganze zusammenzustellen. Also verstehst du, was ich damit meine? Ja, ich kann es viel besser rüberbringen. Genau. Aber nur ganz kurz zum Inhalt. Würde ich denn jetzt bei diesem Video einfach sagen, hey, hallo, ich biete an? Oder gibt es da einen besonderen Tipp, wenn ich schon ein Video mache, dass es dann auch wirklich passt auf diese Seite? Das Allerwichtigste, wenn es mal darum geht, das Video zu erstellen, ist, dass man sich immer überlegt, wenn ich im echten Gespräch wäre mit einem Menschen, der jetzt, diese Person hat geklickt, aber ich überlege mir, ich bin jetzt im Dialog, so ich stehe wirklich vor dir. Wie würde ich in diesem Gespräch starten? Was würde ich sagen? Und ganz wichtig ist, dass ich nicht zuerst von mir spreche, was ich habe, was ich lösen kann, sondern dass ich eigentlich die Geschichte oder die Situation von der Person, die ich erreichen möchte, der Person, denen ich helfen möchte, dass ich genau das anspreche und auf dieser emotionalen Ebene so die Verbindung aufbaue. Also es wäre eigentlich konkret, wenn ich jetzt zurück zum Beispiel gehe, auch jetzt zum Beispiel beim Fantastic Lady Fitness. Ich würde jetzt nicht sagen, hey, ich habe ein Fitness, bei mir erreichst du wirklich dein Wunschgewicht. Zusammen kriegen wir das hin. Sondern vielmehr, hey, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sage, ich habe ein Fitness, aber du wirst dein Wunschgewicht erreichen. Viele oder es haben das schon ganz viele andere auch geschafft. Genau. Zum Beispiel, und dann nehme ich Ihnen ein Kundenbeispiel, wo ich wirklich... Zum Beispiel die Sarah, die hat auch schon so vieles versucht. Okay, ja, ich sehe. Ja. Oder auch vielleicht, wenn wir zurück zum Beispiel von den Müttern gehen, dass wir wirklich eine Sympathie, Empathie aufbauen im Sinne von, du hast, also im Video würde man sagen, hey, du bist Mutter von Kleinkindern, du hast einen herausfordernden Alltag. Und da kann vielleicht auch mit einem Video das sinnbildlich darstellen, wie alle Kinder am Schreien sind und Haushalt und hier Termine und das muss man noch im Griff haben. Und dann hat man noch einen Ehemann, der irgendwie seine Herausforderungen im Leben hat. So, genau. Und in diesem Chaos muss man irgendwie eine Oase finden oder eine Lösung, wie man trotzdem noch zum eigenen Bedürfnis kommt. So. Und natürlich mit diesem direkten Ansprechen der Situation, der Problematik, hat man natürlich eine sehr, sehr starke Empathie aufgebaut und kann das dann weiterführen und so schrittweise dazukommen. Und ich denke, so auf der ersten Landingpage ist einfach das Ziel, das Gegenüber kann am Schluss sagen, doch, hier werde ich verstanden. Ja. Da wird mein Problem angesprochen, nicht irgendwie ein allgemeines Thema, sondern das ist für mich, das ist genau das. Ja, genau so fühle ich mich. Und dann der nächste Schritt ist dann nicht der Verkauf, sondern mal, und jetzt möchte ich dir etwas schenken, zum Beispiel 3 Tipps oder schon mal ein erstes Training. Oder wenn es jetzt, wie im letzten Beispiel, wäre so eine Idee, eben das Ganze wird dann mit Ernährungsumstellung vielleicht angegangen. Da könnte eine Lösung sein, vielleicht 3 tolle Tipps oder 3 tolle Rezepte, die man sehr einfach in den Alltag einbauen könnte, aber mit denen man halt auch von der Ernährung her sehr viel optimieren könnte. Genau. Und das ist halt so der erste Schritt, dass man dann sagt, okay, ich komme einen Schritt auf diese Firma oder auf diese Person zu. Das ist das Ziel von der Landingpage.
Genau, und das können wir hier innerhalb von InCMS umsetzen. Man hat ja schon mit dieser Thematik, also wir haben jetzt schon sehr viel besprochen und wenn man das erste Mal macht, gibt es viele Themen, die man erarbeiten muss. Das Schöne ist aber, wenn man das einmal durchgespielt hat für ein Projekt und das Erfolgserlebnis erreicht, wo man sieht, wie die Werbung konvertiert und die Leads reinkommen und man echte Kunden daraus gewinnen kann, dann kann man das auf eine beliebige Nische dann anwenden. Also das ist halt wirklich so auch die Ermutigung, die ich in diesem Video geben möchte. Wenn man es einmal verstanden hat, dann geht eine ganz neue Welt von Möglichkeiten auf. Und wir versuchen mit unseren Tools halt das Technische so weit zu vereinfachen, wie es nun möglich ist. Dass wir eben hier bereits alles vorgegeben haben, also das hier diesen Screen, der ist schon da und ich kann hier von YouTube, also wenn ich jetzt auf YouTube sonst ein Video öffne, mal kurz schauen, genau, also das wäre jetzt hier ein Video, was ich auf YouTube habe. Ich denke, dass man das eigene Video auf YouTube hochladen kann, das kriegt heutzutage jeder hin, weil ich kann sogar direkt von meinem Handy aus, kann ich ja das Video mit dem YouTube-App hochladen. Ich habe am Schluss eine URL, ich kopiere einfach diese URL und ich lösche mal bewusst das Video, was hier ist. Und alles, was ich tun muss, ist hier in diesem Bereich sagen, plus, ich möchte ein neues YouTube-Video und füge einfach Copy-Paste die URL ein und das Tool hier, das übernimmt den Rest für mich. Integriert das, importiert das, implementiert das und das ist alles, was ich tun muss. Dasselbe auch für den Text. Ich klicke einfach auf Bearbeiten und kann wie im Word hier den Text eintippen, das abspeichern und gut ist. Dasselbe auch für die Farbe und alles. Ja. Ganz genau. Also wenn ich jetzt hier in diesem speziellen Bereich die Farbe anpassen möchte, da habe ich hier über die Einstellungen die Möglichkeit, ganz einfach das mit einer Farbpipette, ich glaube, so sagt man das auf Hochdeutsch, kann ich die Farbe anpassen und gut ist. Genau. Das ist genial. Vorher, wo du dieses Beispiel live gezeigt hast und auf den Button geklickt hast, da kam noch ein Pop-up. Ja, genau. Das ist auch, also das kann ich auch einfach so übernehmen. Ja, da muss ich nichts konfigurieren. Ich sehe hier in der Vorlage, da wurde schon ein Pop-up, alles für mich vorkonfiguriert. Alles, was innerhalb von diesem Pop-up erscheint, das ist hier bereits vorhanden. Das E-Mail-Formular ist bereits vorkonfiguriert. Ich muss nur noch die notwendigsten Angaben anpassen, aber grundsätzlich steht dieses Formular genauso. Und was ist, wenn Sie jetzt hier Name und E-Mail-Adresse eintragen? In der Vorlage haben wir hier ein ganz einfaches Formular, welches dann im Anschluss die Eingabe an dich per E-Mail zusendet. Ja, genial. Cool. Und selbstverständlich kann man das in einem weiteren Schritt auch mit einem E-Mail-Marketing-Tool verknüpfen. Ja. Aber auch da wieder ein ganz wichtiger Grundsatz. Weitere Tools erst dann integrieren, wenn man entsprechend viele Anfragen hat. Also ich brauche kein E-Mail-Marketing-Tool, wenn ich 2 Anfragen am Tag kriege. Und deshalb, ja, dass man auch da wieder MVP-mäßig vorangeht, so vom Gedanke her. Genau. Sehr spannend. Ja, danke für die Einführung von der Landingpage. Jetzt hast du am Anfang natürlich noch etwas von einer anderen Seite gesagt. Genau. Mitgliederbereich, glaube ich. Ja, wir haben bemerkt, es gibt so 3 Hauptbereiche, wo man einen Website-Editor braucht. Das ist Landingpages für die Akquise, für den Verkauf, für das Durchführen. Dann haben wir einen zweiten Bereich Local Pages. Gerade für kleine und mittelständische Firmen haben wir hier die Plattform, um die eigene Website, die Broschüre zu erstellen. Und das dritte, das ist dann vor allem mit Kunden, wenn man den Kunden einen geschützten Bereich anbieten will. Dafür haben wir die InCMS Member Pages. Und auch da wieder haben wir entsprechend viele Vorlagen. Innerhalb von diesen Vorlagen ist schon ein kompletten Online-Kurs vorbereitet. Das bedeutet, man hat bereits eben eine Einstiegsseite, man hat die Lektionen, man hat halt alles, was es braucht, mal damit man eine Grundstruktur einer Website hat. Auch hier wieder hätte man die Möglichkeit, mehrere Mitgliederbereiche aufzubauen. Und ich kann dann mit einem weiteren Klick mich hier in diesen Mitgliederbereich anmelden. Habe auch hier wieder mit einem Word-ähnlichen Editor die Möglichkeit, diesen Mitgliederbereich zu bearbeiten. Ich sehe dann hier auch
welche Seiten geschützt sind mit diesem Symbol. Da sehe ich, okay, da habe ich dann eine Login-Seite. So, ich kann hier sagen, Vorschau, neues Fenster. Und da hätten meine Kunden die Möglichkeit, sich hier einzuloggen. Und bei einem erfolgreichen Einloggen kommt man auf eine Willkommensseite oder dann auf entsprechende Lektionsseiten, wo ich beliebig die Struktur mit unterschiedlichen Lektionen aufbauen kann. Auch hier wiederum, ich muss das nicht alles auf der grünen Wiese vorbereiten, sondern ich habe schon eine Struktur mit einer Zahl von Lektionen, die aufgebaut sind, wo ich auch hier wiederum nur die Videos ersetzen muss, die Beschreibung dazu, Copy-Paste. Wenn es jetzt noch Downloads gibt, kann ich die hier einfügen und so weiter. Das sind einfach, ist wie alles vorgegeben. Also ich muss nur noch meinen Inhalt einfügen. Yes, das ist genau die Idee. Hier gibt es aber jetzt, glaube ich, viele technische Einstellungen mit Passwort. Also wer erhält welches Passwort, welchen Zugang, wie funktioniert dann? Ist das auch alles schon vor? Da haben wir auch schon eine Vorgabe. Hier habe ich entsprechend ein Modul, das nennt sich ganz einfach Members. Selbstverständlich haben wir für jeden Bereich dann auch detaillierte Video-Tutorials, aber im Prinzip ist es sehr intuitiv. Auf Members kann ich alle Members anzeigen und ich muss ja jetzt auch nicht zu kompliziert mir das vorstellen. Also wenn wir vielleicht zum Beispiel zurückgehen, ich würde jetzt eine Beratung anbieten an Müttern, die eben Gewicht verlieren wollen. Und starte mit ganz einfachen Rezepten, Abläufe und so weiter. Und mit der Zeit habe ich dann aber vielleicht erste Videos, die ich parallel mit den ersten Kunden produziere, erste Dokumente. Ich stelle diese hier rein und erstelle von Hand dann für meine Kunden hier einen neuen Zugang. Dann klicke ich einfach auf Hinzufügen, sage, okay, das ist Kunde XY, das ist sein Login, also die E-Mail-Adresse, das Passwort und dieser Kunde hat Zugriff auf diese Serie von Websites und that's it. Genial. Also ich habe so viele Informationen jetzt erhalten und du hast auch etwas noch von Videotutorials gesagt. Kannst du nur ganz kurz noch zeigen, wo ich mir dann diese Information noch selbst holen könnte? Ja, also mal ganz grundsätzlich, was wirklich toll ist, wir haben auf support.swissmademarketing.com geben wir alle Tutorials für alle Tools, machen wir öffentlich zugänglich. Also man könnte sich jetzt auf support.swissmademarketing.com auch schon die Videotutorials im Detail anschauen. Aber an dieser Stelle ist natürlich meine ganz klare Empfehlung wir bieten an, Sie an der Hand zu nehmen. Also diesen Prozess, wo wir eben von der Nischenformel zur Landingpage bis hin zur Mitgliedschaftswebsite gelangen. Das ist ein Prozess, wo wir als Team schon viele Menschen begleiten durften. Und da wäre wirklich, mein Angebot an Sie, testen Sie diese Plattform. Sie haben die Möglichkeit, unterhalb vom Video sich für einen Free Trial, also das bedeutet, versteht man Free Trial eigentlich im Deutschen? Ja, ich denke eigentlich schon, ist einfach, Sie haben die einmalige Chance auf einen kostenlosen Zugriff. Also wirklich das Tool eine Woche kostenlos zu testen. Also das Tool, was wir gezeigt haben, aber auch das komplette Consulting-Programm mit diesen Schritt-für-Schritt-Videos, wo wir von der Nischenformel, also im Prinzip die Definition der Nischenformel ist ja schon eine Herausforderung. Da bieten wir Hilfe. Dann, wie man diese in Landingpages, Mitgliedschaftswebsites umwandelt und Schluss am Ende wirklich das Business hat, was man ja sich eigentlich wünscht. Ja, genau. Also ich kann Ihnen wirklich auch nur wärmstens empfehlen, nutzen Sie diese Chance, verlieren können Sie nichts, Nein. Nur gewinnen und profitieren Sie davon. Klicken Sie unterhalb von diesem Video auf den Button, melden Sie sich noch heute an. Yes. Und starten Sie durch. Vielen Dank.